Okay, yeah, looks like we got it live here. All right. So, okay, yeah. All right. Sorry about that, guys. We had some technical difficulties here with YouTube. The streaming was not working. All right, so let's go through this again. Pardon the problem there. So this is the third event we've done with Oliver, order flow with Oliver Sparring. He's going to go through his trade analysis, previous trades that he's took. Now, for everybody, this is in German, just so you know. There will be subtitles later in the recording that we will have on our YouTube channel. So Oliver will go through his trades. Then he'll go through analysis of the market structure in the what's happening in the market, and then go through potential trading opportunities, and then live market analysis, hunting for those trading opportunities. We have Oliver's website here as well as his Instagram. So if you're interested in reaching out to Oliver, he does offer mentorship and education. And let's go through the disclosures and give it right over to Oliver. The general disclosure: all Bookmap Limited materials, information, and presentations are for educational purposes only and should not be considered specific investment advice nor recommendations. The risk disclosure: trading futures, equities, and digital currencies involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not necessarily indicative of future results. All right, Oliver, share your screen and let's get going. Thank you, Bruce. Just give me a second, and you should actually see my screen now. Perfect. This looks good. Yep, excellent. We're all set. Thank you. Okay. Also, auch von mir nochmal herzlich willkommen und ein kurzes Sorry, dass das jetzt doch ein bisschen gedauert hat. Manchmal macht YouTube seltsame Dinge, wir stecken da alle nicht drin, aber Hauptsache, es läuft jetzt. Bevor wir beginnen, auch von meiner Seite aus nochmal ein kurzer Risikohinweis. Ihr wisst, wir sind hier in Deutschland. Wir müssen alle Eventualitäten bedenken. Ich erspare euch jetzt, das Ganze vorzulesen, aber ihr wisst, das hier ist keine Anlageberatung. Jeder von euch handelt auf eigenes Risiko. Ansonsten werden wir diese Session in 4 Teile teilen. Ich zeige euch mal, was ich hier heute mit euch geplant habe. Wie Bruce schon gesagt hat, wir beginnen grundsätzlich mit Trade-Analysen. Ich zeige euch ein, zwei Trades, die ich selbst heute und gestern getätigt habe. Wir gucken uns mal an, was habe ich mir dabei gedacht, wo bin ich eingestiegen, was war die grundsätzliche Voraussetzung und Situation in den Märkten. Danach schauen wir uns mal die aktuelle Marktstruktur im ES an, also in dem Future auf den S&P 500. Gucken mal, wo sehe ich gerade potenzielle Price Locations, also Preiszonen, in denen für mich Trades überhaupt erstmal in Frage kommen, wo wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, erfolgreiche Trades umzusetzen und wo meistens auch die große Liquidität liegt. Danach gucken wir uns ein bisschen live den S&P 500 an, den ES, gucken mal, was da gerade so in Bookmap vor sich geht, wo wir eventuell Trading-Gelegenheiten heute im Laufe des Tages noch finden können, oder vielleicht passiert ja jetzt auch während des Streams etwas Interessantes. Dann werden wir das natürlich gemeinsam besprechen und ihr könnt natürlich, das ist jetzt nicht unbedingt nur der 4. Teil, sondern ihr könnt selbstverständlich während der gesamten Session eure Fragen stellen. Dazu könnt ihr die Fragen einfach bei YouTube reinposten. Ihr könnt in den Discord-Channel schreiben und ihr könnt selbstverständlich auch in den Channel von diesem Chat hier schreiben. Also ich weiß nicht, ob ihr es bereits gesehen habt, aber Discord hat jetzt eine neue Chat-Funktion, die sich wirklich nur auf diesen Audiokanal bezieht. Oben rechts, da gibt es so eine Sprechblase, da könnt ihr raufklicken und dann könnt ihr auch hier im Chat Fragen stellen. Okay, soweit erstmal zu den grundsätzlichen Dingen. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit den Trades, mit den Trade-Analysen. Und zwar möchte ich heute ein bisschen mit euch über die Thematik Re-Entries sprechen. Re-Entries sind immer so ein gefährliches Thema im Trading und es gibt Situationen, in denen machen Re-Entries Sinn. Und es gibt Situationen, da sollte man besser tunlichst die Finger von Re-Entries lassen. Als allererstes möchte ich euch einen Trade zeigen, den ich heute Vormittag im ES eingegangen bin. Und den solltet ihr jetzt hoffentlich sehen können. Grundsätzlich
Wie Bruce schon gesagt hat, ich habe hier in Hamburg meine eigene Trading-Akademie. Wir bieten verschiedene Kurse an für sowohl langfristige Investoren als auch für aktive Trader, natürlich auch Daytrader. Und für meine Kunden nehme ich so gut wie jeden Trade, den ich mache, per Screen Recording auf, damit ich den später zeigen und erklären kann. Und dadurch haben wir natürlich immer ein schönes Archiv hier an Trades, die ich gut zeigen kann und die ich jetzt natürlich auch mit euch hier besprechen kann. Ich drücke mal eben auf Play, damit der hier schon mal läuft. Grundsätzlich sehen wir Folgendes. Der Markt ist hier, das habt ihr heute bestimmt gesehen, über die magische runde Zahl von 3.700 Punkten ausgebrochen, nachdem sich dort im Laufe der Vormittagssession eine sehr, sehr scharfe Absorptionsvolumenkante gebildet hatte. Dementsprechend intensiv und mit viel Momentum kam dann auch der Breakout. Und was mein grundsätzlicher Plan hier bei dieser Geschichte war, ich mache mal einmal kurz Pause. Was mein grundsätzlicher Plan war, war einfach den Pullback an diese Breakout-Kante zu traden. Nun möchte ich, und das ist ganz, ganz wichtig, und das würde ich euch allen grundsätzlich immer ans Herz legen, ich möchte in meinem Trading-Stil immer gerne 2 Fragen beantworten. Das ist das Wo und das Was. Ich möchte nicht einfach nur, dass der Markt hier an diese Kante kommt und dann, wie das so die meisten Volumentrader vielleicht machen, dann einfach hier nur pauschal die Limit Order reinpacken und auf gut Glück Long gehen. Das würde nur das Wo beantworten. Ich möchte auch immer das Was beantworten und das Was ist in diesem Fall der Orderflow und das, was Bookmap uns zeigt. Für mich persönlich hat sich die Kombination aus diesen beiden Herangehensweisen als sehr, sehr effizient über die Jahre erwiesen. Also ich mache morgens immer als allererstes meine Marktanalyse. Das werden wir auch gleich nochmal gemeinsam machen. In dieser Marktanalyse schauen wir uns an, wo überhaupt für uns Trades in Frage kommen. Und wenn der Markt dann an diese Locations kommt, die wir uns da im Laufe des Vormittags definieren, erst dann möchten wir überhaupt ja nach einem potenziellen Trade-Einstieg suchen. So, das erstmal zur Vorgeschichte von dem Ganzen. Jetzt seht ihr hier schon, ich habe unten links immer so einen kleinen Kerzenchart noch eingeblendet. Es ist ein 5-Minuten-Chart mit Volume Profile, damit wir auch so ein bisschen mehr Orientierung haben, was das längerfristige Bild angeht. Wir sind also ganz klar in einem Aufwärtstrend heute gewesen. Der Markt hat stark nach oben tendiert. Wir haben den Breakout nach oben gesehen und in dem Sinne gehen wir jetzt hier auch mit unserer Trade-Richtung potenziell in die Long-Richtung. So, der Markt kommt jetzt hier an diese Zone ran. Wir sehen hier auch schon, dass im Orderbuch jetzt nicht gerade legendär, aber hier liegt durchaus ein bisschen Liquidität auf der Bid-Seite. Was aber noch viel interessanter ist, ist das, was uns hier der Trade Finder anzeigt. Kurz mal ein Wort dazu. Der Trade Finder ist eine Plugin-Erweiterung für Bookmap. Der ist selbstverständlich keine Pflicht. Der macht das Leben nur sehr, sehr viel leichter. Ich benutze persönlich den Trade Finder jetzt schon seit Längerem und ja, ich weiß einfach sehr zu schätzen, dass der Trade Finder all die kleinen Orderbuch-Events, auf die wir so im Laufe des Tages als Orderbuch, als Orderflow-Trader eben achten, die visualisiert der Trade Finder sehr schön und gibt uns akustische Signale aus. In dem Fall können wir jetzt hier sehr, sehr gut sehen, dass sich in dem Augenblick, als der Kurs sich hier dieser ganzen Low-Volume-Area genähert hat, dass hier diverse native Iceberg-Orders im Markt platziert worden sind und dass sich hier einer oder mehr größere institutionelle Händler stark auf der Bid-Seite eingekauft haben. Das sehen wir auch hier oben sehr, sehr schön. Und zwar sind hier im Laufe dieser sichtbaren Preisspanne aktuell 1084 Kontrakte auf der Bid-Seite gekauft worden, während auf der anderen Seite nur 331 Kontrakte auf der Ask-Seite verkauft worden sind. Jetzt müssen wir natürlich davon ausgehen, dass sämtliche Marktteilnehmer, die ihre Orders über Iceberg-Orders, über Hidden-Orders im Markt platzieren, dass das grundsätzlich größere institutionelle Marktteilnehmer sind. Dementsprechend ist das hier natürlich eine wichtige Aussage, die wir treffen können, wenn wir sehen, alles klar, die Institutionellen, die sind hier ganz klar mehr am Kaufen, als sie am Verkaufen sind. Wichtige Sache. Nochmal ein Wort zu diesen Geschichten. Ihr seht hier ist überall Hidden Bid angezeigt. Hidden Bid, das sind alles diese Teilkäufe auf der Bid-Seite in dem Fall über native Iceberg-Orders. Grundsätzlich haben große Marktteilnehmer die Möglichkeit, ihre Orders versteckt auf zweierlei Weise zu platzieren. Das eine sind native Iceberg-Orders, das andere sind, ja, nennen wir sie synthetische Iceberg-Orders.
Nativ bedeutet, dass derjenige Marktteilnehmer seine Order direkt an die Börse, in dem Fall also an die CME, übermittelt. Und entsprechend hat diese Order dann auch jedes Mal, wenn ein Teilvolumen von der Order im Prinzip gefüllt wird, dieselbe ID. Diese ID, die können wir mittels sogenannter MBO-Daten zuordnen und wissen dann ganz genau, alles klar, die Order, die hier sozusagen angetriggert worden ist und die Order, die hier angetriggert worden ist, das ist dieselbe. Denn sie hat einfach dieselbe ID an der Börse. Das ist natürlich super praktisch für uns Retail-Trader, wenn wir so ein Tool hier wie den Trade Finder in Kombination mit MBO-Daten und natürlich Bookmap benutzen. Dann können wir eben solche Sachen sichtbar machen und dann können wir eben auch sehen, wie hier tendenziell die großen Marktteilnehmer vorgehen. Außerdem sehen wir hier dieses sogenannte MV-Stop-Signal. Hier ist also ordentlich Market rein verkauft worden. Und danach sind keine weiteren Short-Aggressoren mehr nachgekommen. Der Preis ist also hier direkt im Zuge dieses Signals angestiegen. Ich hatte dann hier meine erste Long Order eröffnet, Market, weil ich davon ausgegangen bin, okay, wir hatten hier die Seitwärtsrange, sind da runtergebrochen, hier wurden die Stops von den Retail-Tradern geholt. Hier hat sich direkt die nächste Iceberg-Order platziert. Wir sehen hier ganz schön, dass hier unten im PD-Plot, der setzt wiederum die aktuellen Market-Verkäufe ins Verhältnis zu den vorhandenen Limit-Orders. Hier wurde einmal ordentlich grün reingepumpt, das heißt, hier wurde einmal ordentlich Market rein verkauft und danach ging den Market-Verkäufern sofort die Luft aus und das Ganze wird hier kurz golden. War also für mich die Möglichkeit, mit einem sehr engen Stop in den Markt zu kommen. Den hatte ich ursprünglich geplant, hier direkt unter die Hidden Bid Order zu platzieren. Ich bin ein bisschen runter rausgeflogen. Hier lag der Stop. Ihr seht das vielleicht hier bei diesem violetten Pfeil. Da ist also meine Stop Order getriggert worden. Da bin ich aus dem Trade geflogen, erstmal ausgestoppt. Und dann ist der Kurs hier so ein bisschen seitwärts tendiert. Wir waren aber eigentlich jetzt erst tatsächlich an unserer Breakout-Kante dran. Also erst in diesem Augenblick hier waren wir an dem Level, wo ich eigentlich mit einer Verteidigung seitens der Preise auf der Long-Seite gerechnet habe. Dementsprechend war meine ursprüngliche Trading-Idee, hier also einen Pullback in die Long-Richtung zu traden, die war eigentlich noch aktiv. Klar, dieser Trade hier mit der Stop-Absicherung unter der versteckten Iceberg-Order hier, die ist erstmal weg gewesen. Der Trade war futsch und das war auch okay, dass ich da ausgestoppt worden bin. Aber meine ursprüngliche Trade-Idee, hier diese Ablehnung in die Long-Richtung zu traden, die bestand immer noch. Und jetzt habe ich gesehen, okay, die Market-Verkäufer, die geben hier nochmal richtig Gas. Die versuchen hier nochmal ordentlich rein zu verkaufen und dann versuchen sie es nochmal und dann geht ihnen wieder die Luft aus. Und jetzt sind wir hier auch in dem Bereich um unsere glatten 3700 Punkte. Hier liegt die große Order im Bid. Hier ist es vielleicht nicht ganz so groß wie die hier oben, aber nichtsdestotrotz. Wir haben hier auf jeden Fall eine schöne Absicherung unseres potenziellen Long Trades. Wir sehen hier die Imbalance Line, die ist auf der Ask-Seite. Das bedeutet, wir haben ein Übergewicht an Liquidität im Ask. Ich habe ja jetzt in den letzten Sessions auch schon öfter über diese Thematik gesprochen. Ganz, ganz wichtig. Der Markt tendiert immer hin zur Liquidität. Das heißt, das ist eine sehr, sehr sinnvolle und wertvolle Information, die wir haben. Wenn wir also ein Übergewicht an Limit Orders im Ask haben, dann können wir davon ausgehen, dass der Markt tendenziell nach oben laufen wird. So, jetzt lassen wir ihn mal weiter laufen hier. Ich habe hier also einen Re-Entry gewagt. Das tue ich relativ selten. Ich bin eigentlich persönlich nicht so der Fan von Re-Entries, aber in dem Fall, wie gesagt, wenn ihr mit Überzeugung sagen könnt, meine ursprüngliche Idee, die ist noch intakt und ihr seht auf der anderen Seite nochmals, dass das eintritt, was ihr eigentlich sehen möchtet in einem Orderflow-Event, nämlich hier jetzt in dem Fall einfach die Absorption. Hier unten in der MV-Stop-Linie sehen wir, wie die sehr schön ansteigt. Das ist eine Art kumulative Delta-Linie, die als Oszillator fungiert, die immer wieder zur Nulllinie hin tendiert nach einem gewissen Zeitraum. Dann kann man in so einer Situation durchaus ein Re-Entry wagen. Kurs ist dann hier hochgekommen. Ich habe hier den ersten von 2 Kontrakten rausgenommen, um sozusagen das Risiko von diesem Trade schon mal zu neutralisieren. Habe dann hier etwas den Stop nachgezogen unter das Tief und habe den zweiten Kontrakt noch etwas laufen lassen. Mein Target in diesem Augenblick, zumindest das, was ich im Kopf hatte, das war hier so das Value Area Low des Tages.
sehen wir hier, diese Order wurde gerade rausgezogen. In so einem Fall ist es immer wichtig, den Markt zu beobachten, egal ob jetzt in der Nähe des Kurses große Orders reingeschoben werden oder große Orders rausgezogen werden. In so einem Fall kann es sich immer in irgendeiner Form um Spoofing handeln und da würde ich euch immer ans Herz legen, guckt, wie der Markt auf solche Situationen reagiert. In dem Fall habe ich gesehen, okay, die Order wird rausgezogen, der Markt reagiert sofort in die Short-Richtung. Das hat für mich bedeutet, ich bin jetzt eher dabei, meinen Trade aggressiver zu managen. Denn es könnte hier auf jeden Fall jemand sitzen, der den Kurs wieder in die Short-Richtung pushen möchte. Jetzt kommen allerdings hier wieder stärkere Käufer rein. Wir sehen hier so einen kleinen Breakout nach oben aus der Teilrange. Und in so einem Fall ziehe ich dann auch gerne direkt den Stop nach. Außerdem sehen wir haben hier nochmal dieses Histogramm an Hidden Orders, welches uns zeigt, auf welchen Preisen wie viel Orders über eben diese nativen Icebergs in den Markt gelegt worden sind. Da sehen wir hier in dem Bereich um 3.704 bis etwa 3.705 Punkte. Da ist eine ganze Menge auf der Bid-Seite passiert. Und jetzt hole ich da auch schon meine Limit runter. Mein Ziel war hier in etwa an dieses temporäre Hoch zu kommen. Jetzt seht ihr, hier unten wird jetzt eine größere Order reingeschickt in den Markt. Jetzt ist wieder die Frage, sorgt die dafür, dass der Markt nach oben gepusht wird? In dem Augenblick reagiert der Markt jetzt gerade gar nicht so sehr auf diese Spoofing-Geschichte. Grundsätzlich Orders, die sehr in der Nähe des Kurses reingeschoben werden in den Markt, die sind in der Regel eher dazu da, zu spoofen. Die sollen den Markt in der Regel in irgendeine bestimmte Richtung pushen. Während große Liquidität, die weiter weg vom Kurs liegt und die, wie diese Orders hier oben, die auch schon länger im Markt liegen, die wirken eher wie ein Magnet auf den Markt. So, hier ist meine zweite Order rein. Entschuldigung, hier ist meine zweite Order raus, nicht rein. Und unterm Strich bin ich hier mit 312,50 Dollar Gewinn rausgegangen. Kein legendärer Trade. War vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv gemanagt in dem Fall. Und das ist bei mir vielleicht auch eine Kopfsache, muss ich ganz ehrlich zugeben. In dem Fall war ich sehr darauf aus, meinen vorherigen Verlust aus dieser kleinen Strecke hier wieder gut zu machen und möglichst hier mit einem kleinen Gewinn rauszugehen. Der Trade hier hätte durchaus noch mehr Potenzial nach oben gehabt und der ist ja dann auch letzten Endes weiter nach oben gelaufen. Nichtsdestotrotz, und deswegen sage ich auch ganz offen, ich mache nicht so gerne Re-Entry-Trades, weil ich weiß, ich gehe dann nicht mehr ganz so neutral an die Sache ran, wie ich es jetzt mit einem frischen Kopf ohne eben einen vorherigen Verlusttrade getan hätte. So, das wäre erstmal der ES-Trade von heute Morgen. Grundsätzlich habt ihr Fragen dazu. Ich schaue mal eben ganz kurz in die Chats rein, ob da irgendwas gekommen ist. Okay, hier haben wir erstmal nichts. Und bei YouTube haben wir erstmal auch nichts. Okay, dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dem zweiten Trade weiter. Das ist ein Trade im Gold-Future von gestern. Ich handle sehr, sehr gerne Gold. Ich bin gelernter Edelmetallhändler, deswegen ist das so ein bisschen einer meiner Heimatmärkte. Auch hier, den Trade habe ich auch wieder ausgesucht, weil es sich um einen Trade mit Re-Entry handelt und ich möchte euch natürlich auch mal zeigen, also nicht, dass ihr denkt, ich zeige hier nur Gewinner-Trades, sondern ich will euch auch mal zeigen, dass natürlich auch bei mir nicht immer alles hier super glatt läuft, wie man sich das vorstellt. In dem Fall jetzt mal ein Trade, der nicht so nach Plan gelaufen ist. Nichtsdestotrotz, grundsätzliche Situation, wir kommen hier hoch an dieses vormalige Tageshoch. Ist jetzt keines meiner Levels aus der Morgenanalyse, sondern ich gucke dann wirklich auch, was macht der Markt an den temporären Zwischentageshoch des aktuellen Tages. In dem Fall sind wir jetzt hier hochgekommen. Hier lag schon seit längerer Zeit diese Liquidität im Ask. Der Kurs ist dann exakt daran gelaufen, hat hier dieses Exhaustion-Signal gebildet. Wir sehen hier auch sehr, sehr schön, wie hier nochmal stark Market rein gekauft worden ist und wie dann auch hier relativ zügig den Käufern
die Lust ausgeht und stattdessen keine neuen Aggressoren auf der Kaufseite nachkommen, sondern der Kurs sofort wieder fällt und hier unten sehen wir es im PD-Plot sehr, sehr schön, wie dann eben die Verkäufer das Ruder übernehmen. Hier bin ich gerade, falls ihr es hoffentlich gesehen habt, hier bin ich gerade über eine Limit Order Short eingestiegen. Grundsätzlich war es gestern ein rangiger Markt, also wir hatten eher eine trendlose Marktphase, hier ein schönes D-Profil. Dementsprechend kann man das durchaus hier machen, an den Hochs nach Short Trades suchen, an den Tiefs nach Long Trades suchen. War also auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Ihr seht auch, wie jetzt hier aktuell keine großartigen neuen Kaufaggressoren nachkommen. Insofern habe ich meinen Stop einfach knapp über der vormaligen Limit Order im Ask hier platziert und bin jetzt hier auch richtig dämlich mit einem Tick bzw. Tick genau ausgestoppt worden. Ihr seht, hier ist vorher nochmal im Bid eine Order nachgeschoben worden. Auf der Bid-Seite, wie gesagt, eine Kauforder. Auch hier seht ihr, nicht so ideal. Es ist auch hier wieder mehr gekauft worden als verkauft worden, aber das ist natürlich auch immer nur eines der Indizien, die wir hier in so einer Marktsituation sammeln können. Das würde jetzt für mich nicht unbedingt pauschal gegen einen Short Trade sprechen. Es würde nur potenziell meinen Long Trade stützen. So, die Imbalance Line, die schwankt hier die ganze Zeit so ein bisschen um die Nulllinie herum. Hier bekommen wir jetzt also auch keine ganz klare Aussage. Nichtsdestotrotz, was ich jetzt hier sehe, der Kurs ist nochmal an dieses Level gelaufen. Klar, hat mich jetzt hier dumm rausgeholt, hat mich dumm ausgestoppt. Die P&L steht hier gerade bei minus 100. Allerdings sehe ich jetzt auch an diesem Fall wieder, dass sofort eher die Market-Verkaufsaggressoren übernehmen. Wir kriegen hier diesen Volume Spike, der uns zeigt, hier in den letzten 30 Sekunden sind 270 Kontrakte Market verkauft worden, während nur 18 Kontrakte Market gekauft worden sind. Und auch hier im PD-Plot sehen wir, dass sofort die Market-Verkäufer bzw. allgemein die Verkäufer wieder das Zepter in der Hand haben. Außerdem sehen wir sehr, sehr schön, dass die Aggression, mit der hier noch in dieser Situation, in diesem Preisbereich vorgegangen worden ist, hier eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden war. Also wir sehen hier weder einen Stop-Run nach oben, noch sehen wir hier sonst irgendwelche großartige Aktivität von Käufern. Deswegen habe ich mich auch hier, nachdem der Kurs dann sofort nach diesem Level wieder umgekehrt ist und wieder gefallen ist, nochmal für einen Re-Entry entschieden. Stops liegen diesmal etwas enger, bin ein bisschen besseren Preis hier reingekommen, diesmal mit 2 Kontrakten. Stops liegen hier wieder knapp über dem lokalen Hoch. Und wenn der jetzt schief gegangen wäre, dann hätte ich es aber auch definitiv sein lassen. Also man muss da nicht anfangen, irgendwie gegen den Markt zu kämpfen, sondern muss dann natürlich auch irgendwo realistisch bleiben. Wenn der jetzt hier nochmal nach oben ausgebrochen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Markt dann hier auch oben an diese höhere Liquiditätszone bei 1654 Dollar läuft. So, in dem Fall hat sich jetzt hier erstmal eine wunderschöne Seitwärtsrange gebildet. Das macht natürlich immer Riesenspaß, wenn man in so einem Trade ist. Aber das gehört dazu. So, wir können sehen, wir sind jetzt hier, also die Ablehnungskerze im 5-Minuten-Chart sehen wir jetzt hier ganz hier schön mit dem längeren Schatten nach oben. Wir befinden uns jetzt hier in etwa der Mitte dieses Volumenberges, dieser Volumenrange. Ist eigentlich nicht so ein idealer Entry-Punkt, eigentlich nicht so ein Trade, den ich unbedingt gerne mache. Nichtsdestotrotz, die beiden Signale hier im Orderflow und die Ablehnung des temporären Tageshochs, die haben mir in dem Fall ausgereicht. Aber der Plan war jetzt auch in diesem Fall hier relativ zügig das Risiko zu neutralisieren, indem ich da den ersten Kontrakt rausnehme. So, jetzt läuft der Trade endlich in meine Richtung. Sind jetzt hier aktuell im aktuellen Trade mit 330 Dollar im Gewinn. Kumuliert sind das jetzt aktuell hier 210 Dollar. Wie gesagt, man muss ja immer noch den vorherigen Verlierer hier mit einkalkulieren. Und aktuell läuft der Trade jetzt schön nach unten, so wie er soll. Jetzt habe ich hier, ihr seht, ich habe die erste Limit Order hier nach oben gezogen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich gesehen habe, dass hier an dieser Stelle in diesem Preisbereich um 1647
vorher schon relativ viel Liquidität im Bid lag. Und dementsprechend ist die Chance groß, wenn der Markt erstmal hier auf dieses Level trifft, dass er dort erstmal zumindest temporär ablehnt und wieder nach oben läuft. Dementsprechend war ich jetzt hier schon drauf erpicht, ehe mir der jetzt komplett wieder abhaut, hier den ersten Kontrakt schon mal rauszunehmen. Da bin ich Market raus mit dem ersten. Dementsprechend habe ich jetzt die Limits da gelöscht, weil das war mir hier zu gefährlich. Der hätte natürlich auch jetzt durchaus weiter noch nach oben laufen können. Jetzt bin ich entsprechend hier nur noch mit einem Kontrakt long. In so einem Fall denkt beim Order Management mit Bookmap unbedingt immer daran, wenn ihr hier jetzt einen Kontrakt Market rausnehmt, während ihr mit 2 Kontrakten im Trade wart, dann denkt bitte unbedingt immer dran, eure Bracket Orders anzupassen hier, denn die machen das nicht automatisch. Die bleiben dann auf 2 Stops und 2 Limits und dementsprechend werden dann neue Orders eröffnet, wenn der Markt da reinläuft. Dementsprechend einfach immer hier einen Linksklick auf diese Order machen, die dann an die aktuelle Positionsgröße anpassen und dann kann da auch nichts mehr passieren. So, jetzt haben wir hier diese Seitwärtsrange vor dieser Liquidität gebildet. Ich habe meinen Stop mittlerweile hier knapp über Break-Even nachgezogen. Hier hätte man eigentlich schon aus dem Trade rausgehen können, denn wir haben jetzt hier ganz klar den Breakout nach oben aus dieser kleinen Seitwärtskonsolidierung. Die Imbalance, die etabliert sich hier immer mehr auf der Ask-Seite. In dem Fall sah es jetzt sowieso schon danach aus, als ob der Kurs jetzt temporär erstmal wieder nach oben möchte. Und das ist er dann auch. Na komm. Bis zum bitteren Ende. So, da bin ich dann unglücklich rausgeflogen und ihr seht, alles in allem bin ich hier jetzt mit minus, stehe ich jetzt hier mit minus $10 da. Das nach so einer langen Trading-Phase war natürlich ein bisschen enttäuschend. Allerdings, ja, wie gesagt, solche Trades gehören dazu. Hätte man eventuell hier ein bisschen aggressiver managen können, in dem Augenblick, wo der Kurs hier dieses temporäre Hoch gebildet hat, dann nochmal hier versucht hat, den Breakout nach unten zu machen. Der ist gescheitert. Wir haben hier in der Mikrostruktur so eine Art, nennen wir es jetzt mal mit aller Vorsicht, doppelten Boden, auch wenn ich den Ausdruck hier überhaupt nicht mag. Aber ihr versteht, was ich meine. Haben dann hier den Breakout nach oben und in dem Fall hätte man hier deutlich aggressiver managen können, damit man hier zumindest noch mit einem kleinen Gewinn raus ist. Aber wie gesagt, wir sind alles nur Menschen. Ich mache auch nicht alles perfekt. Insofern hier mal ein Trade, der nicht so toll lief. So, das wäre es mit den aktuellen Live-Trades von meiner Seite. Habt ihr Fragen dazu? Ich check mal einmal unsere Chats. Hab's gerade nicht mitbekommen. Warum hast du den ersten Kontrakt Market rausgenommen? Moment, ich mache den nochmal auf kurz. Du meinst sicherlich den hier. Ja, also wir sind hier kurz vor diese größere Liquiditätszone gelaufen. Der Markt hat hier gedreht. Es sind wieder aggressivere Käufer reingekommen und ich gucke immer, dass ich den ersten Kontrakt schon so bei einem CRV von etwas über 1:1 rausnehme. Damit ist quasi das Risiko neutralisiert. Ganz interessante Geschichte. Also wenn ihr jetzt meinetwegen, sagen wir mal, ihr habt einen initialen Stop von 10 Ticks und ihr seid mit 2 Kontrakten short. Wenn ihr dann quasi den ersten Kontrakt rausnehmt, sobald ihr 10 Ticks im Gewinn seid, dann könnt ihr den Trade in aller Ruhe laufen lassen, denn ihr könnt quasi in dem Augenblick nicht mehr wirklich Geld verdienen, außer natürlich Slippage und Gebühren, sollten die dann auftreten. Deswegen hier, als ich gemerkt habe, okay, der Markt läuft jetzt wieder ein bisschen gegen mich, ich war hier schon mit gut einem R, also mit gut einem CRV von 1:1 im Gewinn. Dementsprechend habe ich den hier schon mal rausgenommen, hätte ihn auch hier unten rausnehmen können. Wie gesagt, mein ursprünglicher Plan war, die Limit Order hier kurz vor dieser größeren Bit-Liquidität reinzunehmen und den ersten Kontrakt dort unten rauszunehmen. Als ich dann aber gesehen habe, okay, da kommen eher aggressivere Käufer rein, bin ich hier auf Nummer sicher gegangen, habe hier schon mal sozusagen mein Risiko neutralisiert und habe dann den zweiten Kontrakt drin gelassen, in der Hoffnung, dass er hier unten zum VWAP bzw. zum VPOC des Marktes läuft, was allerdings nicht passiert ist. So, also ich mache das sehr, sehr gerne, den Trade möglichst früh, gerade wenn ich mit mehreren Kontrakten bin, möglichst effektiv zu neutralisieren vom Risiko her.
weil man fühlt sich immer besser, wenn man kein Geld mehr verlieren kann. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich in diesem Fall den Stop nicht nachziehen muss, sondern ich kann den dort lassen, wo er am Anfang war, also meinen initialen Stop. Und dementsprechend hat der Trade dann einfach mehr Luft. Ich habe in meinem Kopf sowieso immer tendenziell eher 2 Stops. Das eine ist der, den ich tatsächlich setze, der initiale Stop, und der, den ich dann nachziehe. Ich habe aber im Kopf natürlich auch immer einen Plan, wo ich die ersten Kontrakte rausnehmen würde, gerade auch wenn es jetzt gegen mich läuft. Also der Stop in meinem Kopf ist tendenziell immer ein anderer als der tatsächlich im Markt liegt. Das setzt natürlich ein bisschen Erfahrung voraus. Man muss dann auch die Situation irgendwo realistisch einschätzen können, und wie er gerade in dem Trade gesehen hat, das gelingt auch nicht mir immer perfekt. Insofern, ich bin aus dem Trade jetzt hier mit plus minus null mehr oder weniger rausgegangen, kein Geld verloren. Das ist also auch schon dann okay. Gut, bei YouTube ist soweit erstmal auch nichts, deswegen würde ich sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Wir sind ja auch ein bisschen im Verzug hier heute. Das ist die Analyse der Marktstruktur. Ich mache das immer folgendermaßen: Ich benutze dafür Sierra Chart. Ich nehme mir sowohl Market Profiles als auch Volume Profiles vor und schalte mir, und das würde ich euch allen schwer ans Herz legen, ich schalte den Markt mit der Replay-Funktion immer auf 0 Uhr. Wenn eure Chartsoftware eine Replay-Funktion hat, mit der ihr quasi sämtliche Teilfenster in eurem Chart-Setup, die ihr geöffnet habt, synchron auf einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit zurücksetzen könnt, dann nutzt das unbedingt. Ich setze mir den Markt immer, ich kann euch mal zeigen, so sieht hier dieses kleine Replay-Fenster aus. Hier 27.09. ist heute 0 Uhr. Wir machen jetzt mal hier Play. Dann geht er zurück auf heute Nacht 0 Uhr. Und das hat einfach den großen Vorteil, dass ihr absolut neutral und unvoreingenommen an die Analyse rangeht. Denn wenn ihr jetzt schon anfangt zu gucken, wie ist denn so der Kurs heute gelaufen und was hat der Markt denn eventuell schon für eine Volume-Profile-Struktur gebildet, dann seid ihr natürlich in irgendeiner Form schon ein bisschen voreingenommen, was mögliche Levels und Locations angeht. Das möchte ich in meiner grundsätzlichen Analyse aber nicht sein. Deswegen setze ich mir den immer zurück auf 0 Uhr, kann dann den Markt exakt so sehen, wie er eben heute zu Beginn der Globex-Session aussah, und dann zeichne ich mir hier meine Levels ein. Wir machen das Ganze natürlich hier an dieser Stelle nur grob. Das effiziente Einzeichnen von Levels und Trading Locations, sage ich mal, wie ich das Ganze mache, das ist keine Raketenwissenschaft, aber das ist natürlich, man muss da schon ein bisschen was über die Marktstruktur wissen und verstehen. Das ist ein komplexes Thema, das unterrichten wir natürlich auch so in unseren Ausbildungen. Aber ich möchte euch trotzdem zeigen, worauf ich da grob so achte. Hier oben rechts haben wir das Tages-Market-Profile. Das allererste, was ich mir grundsätzlich immer einzeichne, ist das Vortageshoch und das Vortagestief. Wenn ihr die vorangegangenen Sessions hier bei Bookmap schon gesehen habt, dann kennt ihr das ganze Spiel schon. Wir haben hier ein schönes D-Profil am Vortag gehabt. Da können wir jetzt erstmal keine weiteren großartigen Informationen draus ziehen. Der Markt ist hier gestern in einer relativ engen Range gelaufen. Dementsprechend gucke ich mir dann das aktuelle Wochenprofil an. Da sehen wir, nach unten ist hier ordentlich Platz. Natürlich könnten wir jetzt hier in der Vergangenheit weiter, Entschuldigung, das wollte ich eigentlich nicht, in der Vergangenheit weiter zurückgehen, um uns aus vorangegangenen Wochenprofilen Level zu holen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir hatten zum Beispiel als es jetzt Anfang des Jahres losging mit den rasant steigenden Ölpreisen, da sind wir natürlich in Preisbereiche vorgedrungen, da waren wir seit Jahren nicht. Und da haben wir auf Volume Profiles und auf Market Profiles aus dem Jahr 2014 zurückgegriffen und haben uns aus diesen Profilen Levels geholt, und der Markt hat an diesen Levels exakt reagiert. Also Market Memory ist ein faszinierendes Thema. Beschäftigt euch unbedingt mit dieser Thematik Marktstruktur. Wo möchtet ihr traden? Wo möchtet ihr eure Levels finden? Das wird euch im Trading auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Vorteil verschaffen. So, dann wäre die nächste Location, die ich jetzt hier so sehen würde, in dem Bereich ich sag mal hier so um diese Kante. Ich achte immer sehr gerne auf Kanten, so als Tipp. An Kanten ist meistens sehr, sehr viel Liquidität zu finden, und Liquidität brauchen wir natürlich für unsere
ja, für unsere Trades, um die umzusetzen, egal ob wir jetzt Breakout-Trader oder Pullback-Trader oder Momentum-Trader sind. Aber wir brauchen immer ordentliche Liquiditätszonen im Markt, die wir dann auch mit Bookmap ausfindig machen können und an denen wir dann erfolgreich eben Trades umsetzen können. So, das sind so die grundsätzlich groben Levels, die ich mir aus dem Market Profile hole. Dann gucke ich aber sehr gerne auch immer noch mal auf das Volumenprofil und schaue, ob ich diese Levels dort in irgendeiner Form bestätigt sehe. Das ist jetzt in diesem Fall der Fall. Auch hier sehen wir also die schöne Kante. Wir haben hier diesen Schlusskurs des Tages. Auch hier gucke ich immer, dass ich die Levels möglichst hoher Genauigkeit noch mal dort einzeichne. Vortageshoch ist, denke ich, klar. Und tief hier können wir noch mal ein bisschen genauer ansetzen. Und dann würde ich noch mal in Betracht ziehen, mir diese Kante hier genauer anzugucken. Da noch mal einen Blick auf den aktuellen OHLC-Chart. Moment, ich habe mir hier ein Reset gebastelt. Das sollte hoffentlich funktionieren. So sah der Chart heute Nacht um 0 Uhr aus. Und da sehen wir haben hier auch noch mal eine relativ klare Kante gehabt im Volumenprofil, wo der Markt das ist hier das Session-Profil, also das ist hier nur das Volume-Profile aus der gestrigen Cash-Session. Und den Bereich würde ich mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen wollen. Und wie wir sehen können, der passt hier sehr, sehr gut mit dieser Kante aus dem aktuellen Wochenprofil überein. Auch hier haben wir in der Vorwoche eine kleine Einkerbung gehabt, wo wir auf jeden Fall noch mal schauen können. Und was ich hier noch so sehe, was ich mir vielleicht auch noch mal, genauer angucken würde, das ist eben das runde Level von 3.700. Da noch mal als Hinweis: Achtet unbedingt auf diese runden Zahlen, denn diese runden Zahlen, die finden natürlich auch bei kommerziellen oder institutionellen Marktteilnehmern sehr, sehr viel Beachtung und sind in der Regel gute Liquiditätszonen, vor allem wenn sie hier mit Low Volume Areas, wo der Markt vormals Entschuldigung, ich zeichne gerade nicht sonderlich sauber hier, wo der Markt vormals in irgendeiner Form abgelehnt worden ist. Das sind immer Preisbereiche, die zeichne ich mir gerne mal violett ein, wo wir dann eventuell auch noch mal schöne Trading-Gelegenheiten in Bookmap finden können. So, viel mehr ist jetzt hier aktuell nicht zu holen. Hier haben wir noch mal 'ne schöne Kante im Volumenprofil. Da kann man noch mal gucken, dass man das hier einzeichnet. Das sind dann allerdings schon eher so kleinere Levels, wo wir dann im Market Profile hier auch nicht mehr so wirklich Bestätigung sehen. Da ist eigentlich im Wochenprofil nichts gewesen. Ähm, Wie gesagt, wonach ich immer eher schaue, sind Zonen, die sowohl im Market Profile als auch im Volume Profile irgendwo einen Sinn ergeben und fundamental vertretbar sind. Das ist jetzt hier unbedingt nicht der Fall. Hier sehen wir jetzt allerdings diese Zone im Volume Profile an einer schönen Absorptionskante. Auf der anderen Seite im Market Profile sind wir hier im Bereich des POCs der aktuellen Woche. POCs können dann interessant werden, wenn der Markt erstmal von diesen weggelaufen ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt also gerade was den laufenden Tag angeht, das laufende Tagesprofil, da würde ich an eurer Stelle unbedingt von Trades am VPOC absehen, denn da ist meistens tendenziell eher Willkür angesagt. So, wenn ich fertig bin mit der Analyse, dann schalte ich den Markt auf die aktuelle Zeit. Gucke mal, wie der Kurs so auf meine Levels, die ich mir da reingezeichnet habe, reagiert hat, ob es da eventuell schon im Laufe der Tagessession irgendwelche Trading-Gelegenheiten gegeben hat. Und wir können sehen Moment, ich glaube, der Multiprofile lädt noch. Ja, wir können sehen, alles klar. Hier unser mittleres Level, da ist der Kurs auf jeden Fall hier gab es eine Reaktion drauf, dann sind wir da durchgebrochen, dann gab es hier eine Pullback-Situation, dann sind wir wieder nach unten, sind wieder nach oben, dann haben wir endgültig hier den Pullback noch mal an dieses Level gehabt und das Ganze ging ab nach oben. Das ist der Trade, den ich euch hier vorhin gezeigt habe, der Trade im ES. Diese Pullback-Situation hier an das runde Level von 3.700. Markt ist dann von dort aus ordentlich nach oben geschossen. Also ihr habt gesehen, hier habe ich meinen Trade zugemacht, hier habe ich meinen zweiten Kontrakt rausgenommen gehabt und der Markt ist hier noch ordentlich nach oben geschossen. Also da wäre durchaus noch mehr drin gewesen.
Jetzt aktuell haben wir hier das gestrige Tageshoch stark abgelehnt und das ist natürlich jetzt auch eine Situation, die wir uns unbedingt mal in Bookmap anschauen möchten. Und so sieht das Ganze aus. Haben jetzt übrigens vor einer Viertelstunde hier schön Markteröffnung gehabt. Ich zoome mal ein bisschen rein und ihr seht, da ist auch schon eine ganze Menge los im Bereich. Ich gucke einmal noch mal kurz. C, das ist so bei 3728. Da lag unser Level, welches wir uns eingezeichnet haben. Und da können wir auch schon wieder sehr schön sehen, wie uns der Trade Finder genau in diesen Zonen hier Signale ausgeschmissen hat, die wir natürlich auch nochmal ohne Trade Finder hätten traden können über Bookmap. Wenn ihr seht, dass der Markt hier in so eine große Liquidität reinläuft und es eben zu einer Exhaustion-Situation kommt, dann brauchen wir natürlich nicht unbedingt die Signale, die uns das nochmal visuell anzeigen. Aber die machen das Leben leichter, wie gesagt. Sehr, sehr empfehlenswertes Plugin auf jeden Fall. So, was sehen wir grundsätzlich? Also, wir haben hier ordentlich Liquidität gehabt in dem ganzen Bereich, den wir uns vormals schon markiert haben. Und jetzt, deswegen poche ich jetzt so drauf, beantwortet immer diese beiden Fragen, beantwortet immer das Wo und das Was. Natürlich haben wir jetzt hier unsere Zone eingezeichnet und natürlich wissen wir jetzt in etwa, wo wir potenzielle Reversals, Umkehrungen oder eventuell, wenn der Markt durchbricht, dann Pullbacks an dieses Level, wo wir das traden möchten. Aber wir möchten im Orderflow natürlich immer noch bestätigt sehen, dass dort tatsächlich auch irgendetwas passiert, dass unser Level Relevanz hat, dass die Marktteilnehmer da tatsächlich ja, Trades eröffnen, dass der Markt dort abgelehnt wird in irgendeiner Form. Und das natürlich durch die Orderflow-Events, auf die wir da in unserem Alltag ebenso tun. In dem Fall rate ich euch immer, wenn ihr so ein Level eingezeichnet habt, dann kann es natürlich immer passieren, dass ihr euch entweder in einer Low-Volume-Area für ein bisschen den falschen Preis entschieden habt oder das Level einfach ein bisschen verrückt ist oder ja, grundsätzlich die Marktteilnehmer, die großen Marktteilnehmer dann doch eben eine Location ein paar Ticks über eurem Level oder ein paar Ticks unter eurem Level als relevanter ansehen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wirklich das Orderbuch nutzt, um zu sehen, wie relevant ist euer Level jetzt eigentlich tatsächlich für große institutionelle Marktteilnehmer. Und da ist natürlich Bookmap absolut ideal für, denn ihr seht nicht nur wie in einem normalen Orderbuch den Ist-Zustand der aktuellen Liquidität und der aktuellen Marktstruktur, sondern ihr seht vor allem hier einfach auch den historischen Stand, die historische Entwicklung der Limit Orders. Und da können wir jetzt einfach schon sehen, exakt hier an unserem Vortageshoch bei 3728 Punkten. Da lag vorhin schon die ganze Zeit eigentlich vor Eröffnung der US-Session. Ich räume einmal ein bisschen raus, damit ihr mal sehen könnt, wie lange diese Order und diese Liquidität da tatsächlich schon liegen. Das ist eine Weile. Ja. Seht, also weit kommen wir gar nicht raus. Also selbst hier schon in der europäischen Session und mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon vorher, liegt diese Riesen-Limit-Order dort oben im Ask. Ist immer mal wieder verstärkt worden. Hier gab es schon mal das Signal knapp vorher, wo der Markt dann nicht ganz die Zone erreicht hat, sondern schon vorher gedreht ist. Und deswegen sage ich, achtet immer auf solche großen Limit-Orders, die schon lange im Markt liegen. Die sind in der Regel echt. Die sind in der Regel von großen institutionellen Händlern, die dort eben ihre Trades platzieren und eingehen möchten und sucht euch an solchen Levels eure Trades, gerade eben wenn die übereinfallen mit irgendwelchen Preislocations, die ihr euch in eurer morgendlichen Analyse so definiert habt. So, der Markt ist jetzt hier reingelaufen, hat hier schon die erste größere Limit Order gefüllt. Dementsprechend hat uns auch der Trade Finder hier schon das erste größere MV-Stop-Signal ausgespuckt. Wir haben hier auf der Ask-Seite eine größere Limit-Order drin gehabt. Die lag dort auch schon offensichtlich eine ganze Weile. Ihr seht hier, der Strich kommt hier von links von dieser nativen Hidden Iceberg Order. Die ist dann hier komplett abgearbeitet worden in Höhe von insgesamt 400 Kontrakten. Aber was wir ebenfalls sehen, und jetzt würde ich euren Blick mal wieder nach hier oben schweifen lassen, in dieser gesamten Preisrange, die wir jetzt hier gerade sehen,
wurde deutlich, deutlich mehr wurde deutlich mehr über versteckte Orders gekauft, als verkauft worden ist. Wenn ihr jetzt hier also Short seid und ihr habt meinetwegen den Trade hier oben, ihr seid hier oben den Trade eingegangen nach dem zweiten Signal oder von mir ist auch schon nach dem ersten Signal. Wenn ihr hier das erste Signal tradet, dann müsst ihr natürlich euren Stop sinnvoll platzieren. Das macht jetzt keinen Sinn, den hier direkt über das lokale Hoch zu platzieren. Das machen nur die Retail-Trader. Wir haben ja hier einen ganz anderen Einblick in den Markt, deswegen Stop immer über große Liquiditätszonen. Wenn ihr Glück habt, dann seid ihr hier im Trade drin geblieben. Eventuell seid ihr hier ausgestoppt worden, wenn ihr den Trade schon genommen habt. Dann gab es hier aber natürlich ganz klar, da sind wir wieder beim Thema Re-Entry. In dem Augenblick, wo es hier zu dieser Exhaustion kommt, wo diese große Limit Order jetzt hier letzten Endes gefüllt worden ist und wir sofort sehen, dass hier keine Aggressoren in der Kaufrichtung nachkommen, sondern der Markt hier fällt, können wir natürlich hier direkt über den potenziellen nächsten Short Trade nachdenken. So, hier hätte ein Re-Entry durchaus Sinn gemacht. Spätestens in dem Moment, wo hier diese Spoofing-Order reinkommt, ich gehe jetzt zumindest mal davon aus, dass es sich um eine Spoofing-Order handelt, denn sie ist groß, sie kommt in der Nähe des Kurses rein und sie drückt den Kurs sofort nach unten. Wäre hier ein schönes Level gewesen, wo man hier seinen Stop hätte drüber platzieren können. Hier im PD-Plot seht ihr, die ganze Zeit sind hier eigentlich nur die Market-Aggressoren aktiv. Aber wenn ihr jetzt hier Short in diesem Trade drin seid, dann habt trotzdem zwei Dinge im Blick. Das hat sich jetzt so ein bisschen egalisiert, während ich spreche. Wir haben zum einen hier deutlich mehr Aktivität, wie gesagt, auf der Kaufseite. Es kaufen sich also große Marktteilnehmer tendenziell eher über versteckte Orders ein, als dass sie über versteckte Orders verkaufen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wir haben hier wieder die ganze Zeit unsere weiße Linie, die Imbalance Line, zumindest bis eben gerade, auf der Ask-Seite gehabt. Das bedeutet, wir haben mehr große Liquidität weit entfernt vom Kurs auf der Ask-Seite, als wir sie auf der Bid-Seite hatten. Das spricht dafür, dass der Kurs tendenziell eher dazu neigen wird, wieder nach oben zu laufen. Jetzt ist diese Linie hier natürlich gefallen. Das ändert die Situation gerade so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wir können ja mal gucken, stehen wir hier gerade. Sekunde. Okay, wir sind jetzt hier gerade so am VPOC des Tages. Wir haben also ganz klar hier oben, das ist die Situation, wir haben hier ganz klar das Tageshoch abgelehnt, sind nach unten gelaufen. Und jetzt ist natürlich sind wir hier wieder in einer Zone, wo wir, wenn wir hier noch ein bisschen weiter runterkommen, vielleicht durchaus auch wieder dann nach potenziellen Long Trades suchen können. Jetzt hier aktuell in der Mitte dieses Volumenberges, da bin ich ungern, wie gesagt, aktiv. Selbst wenn wir jetzt hier dieses schöne MV-Stop-Signal bekommen, das ist eine Preislocation hier, in der ich nicht handeln möchte, denn wir sind, wie gesagt, aktuell beim fairen Wert des Marktes, zumindest hier in dieser temporären Zone. Und dementsprechend möchte ich erstmal warten, bis wir wieder in Bereiche kommen, wo Preise zuvor abgelehnt worden sind und wo eben viel Liquidität liegt. So, wir haben es schon 15:52 Uhr. Wie gesagt, wir haben heute ein bisschen mit Verzug angefangen. Deswegen nochmal die Frage an euch. Gibt es irgendwelche Sachen, die ihr gerne besprechen möchtet? Habt ihr Fragen zur aktuellen Marktsituation oder allgemein zum Trading? Dann stellt sie gerne. Ja, danke, genau das Zwischenhoch gekauft. Manchmal hat man halt Pech. Ja, genau so sieht's aus. Also, ist in Bezug auf den Gold-Trade noch von vorhin, den ich euch gezeigt habe. Manchmal gehört einfach auch Glück und Pech im Trading dazu, ganz klar. Das wollen wir an dieser Stelle nicht verschweigen. So, ich schaue noch mal im Discord, ob es hier noch irgendwas gegeben hat. Erstmal nicht. Wie gesagt, wenn euch noch irgendwelche Fragen einfallen, dann immer gerne her damit. Ansonsten noch mal ganz kurz von meiner Seite. Wir haben natürlich in Kooperation mit Bookmap jedes Mal ein Special Offer für euch. Wenn ihr die Software Bookmap eventuell noch nicht so gut kennt und gerne kennenlernen möchtet, dann könnt ihr über diesen Link hier unten, ich poste ihn euch gleich auch noch mal bei YouTube rein, könnt ihr über diesen Link hier unten diese Special Offers von Bookmap erwerben. Das ist einmal die Global Plus Variante für $145 für die ersten 3 Monate oder aber die Global Variante auch in Lifetime beziehungsweise Global Plus Annual zu einem vergünstigten Preis.
Grundsätzlich Unterschied Global Plus benötigt ihr, wenn ihr auch eure Trades über Bookmap platzieren möchtet, also wenn ihr auch über Bookmap traden möchtet. Ansonsten kann die Global-Variante eigentlich auch alles, was ihr für die Analyse der Märkte benötigt, aber hat halt die Einschränkung, dass ihr darüber eben nicht live eure Trades platzieren könnt und managen könnt. Wenn ihr Lust habt, Bruce hat es schon angesprochen, wir sind die Sparing Investment Academy. Wir bieten verschiedene Kurse, sowohl für langfristige Investoren, die sich für das Thema Aktien und ETFs investieren, interessieren. Wir beschäftigen uns da viel mit den Themen Analyse von Unternehmen, Berechnung des fairen Wertes eines Unternehmens, des fairen Aktienpreises, Gesamtmarktanalyse, solche Dinge. Wir haben natürlich ein Programm für angehende Berufstrader, unsere Daytrading-Ausbildung, wo wir natürlich auch sehr, sehr stark auf die Dinge eingehen, die ich euch heute gezeigt habe, sprich Marktstrukturanalyse, Levels richtig einzeichnen und natürlich auch mit dem Orderbuch bzw. der Heatmap und Bookmap traden. Ansonsten unser dritter Kurs, der Teilzeit-Trader, da geht es dann viel um Swing-Trading, eher um fundamentale Analyse der Rohstoffmärkte und um mittelfristige Trades, die wir mittels Optionen umsetzen. Wer sich von euch für eine Ausbildung im Trading-Bereich interessiert, der kann uns gerne anschreiben. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch, mit dem ich über das Thema quatschen kann. So, wir gucken noch so ein bisschen, was der Markt gemacht hat. Also wir sind hier wieder an das untere Ende dieser Range gelaufen. Hier gab es nochmal ein MB-Stop-Signal im Trade Finder. Danach hat der Kurs hier offensichtlich nochmal ein paar Stops gefischt. Allerdings, wie gesagt, das ist jetzt keine Situation gewesen, die ich unbedingt hier in der Mitte der Range getradet hätte. Da hätte ich dann doch nochmal eher darauf spekuliert, dass der Kurs nochmal ein bisschen tiefer kommt. In dem Fall ist der jetzt hier natürlich ganz hübsch angelaufen, aber ganz wichtig und das vielleicht nochmal hier so als abschließendes Wort. Nur weil uns jetzt hier Bookmap oder in dem Fall der Trade Finder schöne Signale ausschmeißt, heißt das nicht, dass wir jetzt hier jedes Mal, wenn ein gelber Kasten kommt, irgendwie auf Kaufen klicken wollen oder wenn ein grüner Kasten kommt, auf Verkaufen. Türkis. Türkis ist das, sorry. So viel Zeit muss sein. Man muss immer noch in der Lage dazu sein, den Markt richtig zu analysieren, richtig zu lesen und die richtigen Schlüsse aus dem zu ziehen, was uns eben der Orderflow zeigt. Wie gesagt, solche Tools wie Bookmap oder wie der Trade Finder, die machen uns das Leben auf jeden Fall sehr, sehr viel leichter. Aber wir müssen immer noch verstehen und wissen als Trader und gerade als Retail-Trader, was wir da tun und was da gerade passiert. Eine Frage noch gerade kurz gekommen hier. Den Short kurz nach US Open hättest du aber nicht genommen. Oder bei 17,30. Bei 17,30? Du meinst bestimmt 3730. Der ist schick. Doch, den hätte ich wahrscheinlich. Der ist vor allem direkt an unserem Level hier. Doch, den hätte ich wahrscheinlich genommen, wenn ich jetzt aktiv getradet hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass ich schon hier rein wäre und ich wäre höchstwahrscheinlich hier oben auch ausgestoppt worden, aber ich hätte dann wahrscheinlich hier oben den Re-Entry irgendwo in dem Bereich gemacht. Spätestens hier, wenn diese große, nennen wir sie mal Spoofing Order hier reingekommen wäre. Also hier war eine sehr, sehr schöne Gelegenheit nochmal für einen Short Trade auf jeden Fall. Doch, ich denke, den hätte ich auf jeden Fall genommen. Denn es ist nicht nur. Jetzt hat es der wieder ausgebüxt hier. Warum haut denn ständig mein Chart heute ab? Moment. Denn auch das ist nicht unwichtig. Es ist nicht nur das Vortageshoch hier, sondern es ist auch das Hoch der Pre-Session. Sprich, um 15:30 Uhr beginnt ja im ES unsere Cash-Session und dementsprechend ist das hier auch immer ein Level, welches ich mir ganz, ganz genau angucke, nämlich das Hoch und das Tief der Pre-Session, also der Handelssitzung, die eben nicht Cash-Session ist. Ich hoffe mal, so macht es Sinn. Und in dem Fall also hier eine sehr, sehr starke Preiszone, bei der wir definitiv zumindest mit einer temporären Ablehnung hätten rechnen können. Okay, ich überfliege noch einmal ganz kurz. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. YouTube. All right, Bruce, I think we've got it. Okay, excellent. Thank you very much, Oliver. Excellent webinar. And I know you feel probably compelled to take some trades in there, but some nice. Yes, definitely. Yeah. But some good decisions in there, and really love your presentations. We'll do more in the future. So I've put the special links into the chat there for you.
I know you covered also the affiliate link that you have there with the Bookmap specials. So everyone should have everything there. And we'll do it again in another couple of weeks. Perfekt. Okay. Thank you, Oliver. Thank you, Thank you, everybody. Bruce. Bye. Okay. Bye-bye. Schönen Tag euch allen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.